Die Geburtstagstour 2022. 3 Tage Alpenfeeling. Die ganze Tour. 170 Kilometer, 1360 Höhenmeter. Ja, die Geburtstagstour entpuppt sich als Tour zu meinem Geburtstag. Drei Tage Alpenfeeling im Oberallgäu. Von Kempten über Isny nach Wangen, über Oberstaufen nach Immenstadt und zurück über Kempten nach Memmingen. 3 Tage zwischen Alp und Alpen. Jetzt also alle Etappen in einem Rutsch. Das Oberallgäu. 3 Tage zwischen Alp und Alpen. Teil 1. 58 Kilometer, 650 Höhenmeter. Mein Name ist Martin Schmid. Ich nehme dich mit auf eine Tour. Zurück zur Langsamkeit und vorwärts zu sich selbst. Guten Morgen. Guten Morgen. 3 Tage zwischen Alp und Alpen. Bis zu meinem Geburtstag. Wie ein kleines Geschenk. Für mich und 5 Mitradelnde. Etappe 1. Von Kempten im Allgäu über Isny nach Wangen im Allgäu. 3 Tage Geburtstagstour mit tollen Ausblicken auf die Voralpenkette. Ein Geschenk für mich und für die anderen. Die Tour war bereits am ersten Tag ausgebucht. Und ich habe ein anderes Fahrrad. Aber das ist eine andere Geschichte und ein anderer Film. Beste Gelegenheit für ein Abo. Daumen hoch und lasst ein Abo da. Unverbaubarer Alpenblick. Nach einigen kurzen Anstiegen erreichen wir Isny.
Dort habe ich meine Reha verbracht nach dem Herzinfarkt. Wir besichtigen die Altstadt und das Schloss Neutrauchburg. Ach, ist das schön. Weiter geht es zur Siggener Höhe, wo wir einen grandiosen Alpenblick erhaschen. Nun sind es nur noch 15 Kilometer bis Wangen im Allgäu, zu unserer ersten Unterkunft. Ja, das sieht so aus. Daumen hoch und lasst ein Abo da. Was ist er denn da? Jetzt können wir auf der Sauna ausreiten. Antoniusbrunnen. Antonius. Der Heilige. Ich muss jetzt da vorne links ran. Das Oberallgäu. 3 Tage zwischen Alp und Alpen. Teil 2. 56 Kilometer, 520 Höhenmeter. Drei Tage zwischen Alp und Alpen. Etappe 2. Von Wangen im Allgäu über Oberstaufen nach Immenstadt im Allgäu. 3 Tage Geburtstagstour mit tollen Ausblicken auf die Voralpenkette. Das ist doch genial. Und ich habe ein anderes Fahrrad. Aber das ist eine andere Geschichte und ein anderer Film.
beste Gelegenheit für ein Abo. Daumen hoch und lasst ein Abo da. Wenn ihr es runterscheißt, dann bremst ihr ja richtig. Eigentlich könnte ich gerade schon wieder an jeder Kapelle anhalten. Die Wallfahrtskirche Maria Tann hätte ich gerne besucht. Aber den Gottesdienst will ich nicht stören. Kurz darauf entdecken wir 2 seltsame Windräder. Der Besitzer erklärt uns ganz stolz seine Entwicklung und die Besonderheit der Anlage. Der Rotor ist magnetisch gelagert, in China gebaut und dreht sich fast reibungslos und fast verlustfrei. Aber wir können uns nicht alle Details merken. Stattdessen besuchen wir die Kirche in Röthenbach. St. Martin, wie passend. Nach 30 Kilometern erreichen wir Oberstaufen, wo wir Mittagsrast machen. Jetzt geht es bergab zum großen Alpsee. Der Ausblick ist herrlich. Aber an der Uferpromenade haben wir schnell genug. Alles drängelt sich auf dem schmalen Radweg am kleinen Alpsee. Ihr Menschen, sag ich jetzt. Es ist unergreiflich. Wir durchqueren Immenstadt und fahren die letzten Kilometer zu unserer Unterkunft in Tanners. Sieht aus wie Immenstadt. Im Sonnenuntergang genießen wir das Alpenpanorama. Daumen hoch und lasst ein Abo da. Das Oberallgäu. 3 Tage zwischen Alp und Alpen. Teil 3.
64 Kilometer, 340 Höhenmeter. Drei Tage zwischen Alp und Alpen. Etappe 3. Von Immenstadt im Allgäu über Kempten nach Memmingen. Drei Tage Geburtstagstour mit letzten Ausblicken auf die Voralpenkette. Und ich habe ein anderes Fahrrad. Aber das ist eine andere Geschichte und ein anderer Film. Beste Gelegenheit für ein Abo. Daumen hoch und lass dein Abo da. Wir lassen die Alpen nun hinter uns und fahren entlang der Iller. Der Illerradweg ist leicht zu befahren und landschaftlich reizvoll, heißt es. Nach dem Regen ist der Illerradweg vor allem eines: dreckig. Wir weichen daher gerne auf Radwege mit brauchbarer Oberfläche aus. Bereits nach 16 Kilometern erreichen wir Kempten. Das war mal unser Startpunkt. Eine kleine Stadtrundfahrt ist drin. An der Stadtkirche St. Mang regnet es kurz. Aber wir besichtigen ja die Kirche. Die ganze Stadt ist voller Geschichte. Sogar ganz persönliche Geschichte von Wolfgang. Ein schönes Erlebnis beim Italiener gleich nebenan. Die Illersteilküste ist ein beeindruckendes Stück Natur. Nicht minder schön ist der Blick beim Sachsenrieder Weiher. Die letzte Anhöhe sollte uns noch einen Blick zurück zu den Alpen bescheren. Das klappt aber nicht so recht. In Bad Grönenbach machen wir Rast. Der junge Herr Kneip hält Fürs ins Wasser. Jetzt geht es nur noch bergab bis Memmingen, wo uns das Chaos der Bahn erwartet. Die Heimreise klappt
Ohne Plan der Bahn, aber mit viel Glück. Danke, dass ihr dabei wart. Daumen hoch und denkt an das Abo. So, das gibt jetzt die letzte Szene, die letzte Einstellung. Katzen quälen, ein neuer Antrieb. Tierquälereien auf 2 Rädern. So kennt ihr das die letzten Jahre. Jetzt kommt der Film, den ich während 3 Etappen Oberallgäu angekündigt habe. Ja, eine andere Geschichte, ein anderer Film. Und ein neues Fahrrad. 8 Jahre hat mich mein Antrieb am Liegedreirad nun begleitet. Ich habe mit seinem Ableben gerechnet, aber so kurz vor der Tour im Oberallgäu, damit habe ich nicht gerechnet. Ersatzteile gibt es auch keine mehr, jedenfalls nicht für mein altes Modell. In der Not brauche ich also schnell ein neues Rad. Alle Händler abgeklappert und zack, hatte ich eines. Neuestes Modell, neuester Motor, neuester Rahmen, das Beste vom Besten. Ich nenne bewusst weder Modell noch Hersteller. Der kräftige Motor am verwindungsfreudigen Rahmen ermöglicht keine stabile Geradeausfahrt, aber er unterstützt sogar den Mumientritt, den man bei vielen motorisierten Radlern beobachten kann. Die treten locker ins Leere und der Motor macht den Rest. Begleitet von furchtbarem Gejammer einer gequälten Katze. Einigen gefällt das, mir nicht. Viele denken, das gehört so, ich nicht. 3 Tage Oberallgäu waren viel Quälerei. Nicht nur die gequälte Katze hatte genug, ich auch. So ein Mist ist unzumutbar. So ein Motor ist nur gut für Tierquäler, aber nicht für Genussradler. Mein alter Antrieb war geräuschlos, wenn auch nicht gerade kräftig. Mein neuer Antrieb muss äußerst leise werden. Gerne mit etwas mehr Kraft. Viele Telefonate später, nach einiger Recherche, nach etwas Fachgesprächen, traf ich eine Entscheidung. Ein neuer Antrieb im Liegedreirad. Ein schneller Termin zum Einbau. Schließlich ist die nächste geführte Tour schon angekündigt. Die kommende Tour. Beste Gelegenheit, dich auf ein Abo hinzuweisen, damit du nicht auch noch den nächsten schönen Film verpasst. Also Daumen hoch und lass dein Abo da. Ich habe Zeitdruck, alles muss schnell gehen. Möglichst in einem Tag, damit ich morgen wieder kraftvoll in die Pedale treten kann.
Okay, das wird eng. Aber mit Überstunden bis 19 Uhr ist es fertig. Der Antrieb ist von Electric Bike Solutions und soll sehr kräftig sein. Der Einbau ist einfach und soll selbst bewerkstelligt werden können. Ich bin jedenfalls für jede Hilfestellung dankbar. Aber es klappt ja alles ganz wunderbar. Der neue Antrieb ist viel stärker als gedacht und sehr leise. Fast so unhörbar wie der alte, nur halt extrem viel stärker. Jedenfalls habe ich den Motorstrom bereits halbiert, um mehr Reichweite und weniger Raketenantrieb zu bekommen. So viel Kraft brauche ich dann doch nicht und auf den berüchtigten Mumientritt verzichte ich dankend. Jedenfalls klappt alles, die Probefahrt verläuft vielversprechend und sogar die alte Oberländiger Steige verliert ihren Schrecken. Ich bin wieder glücklich und freue mich auf neue Touren und neue Filme. Hoffentlich hält alles die nächsten 8 Jahre. So, jetzt kommt die Hütte. Die Hütte ist für mich immer ein Zeichen, dass die Hälfte des Weges durch ist. Also ich habe die Hälfte des Weges schon geschafft, immerhin. Das ist doch so toll. Und ich fahre eine sagenhafte Geschwindigkeit von 10. Aber ich muss da stramm wie ein Ochs. Also ich muss da schon reindrücken. Gut, aber ich fahre auch nicht mit voller Motorunterstützung. Macht da keinen Sinn. Ich glaube, der wird mich sonst hochtragen. Der wird mich sonst hochtragen, ohne Probleme. Ja. Danke, dass du dabei warst. Daumen hoch und denk an das Abo. Tschüss, bis zum nächsten Mal.